Wir sind in Albanien angekommen. Ungefähr seit, ich würde sagen, einer halben Stunde. Sind auch direkt hinter der Grenze fündig geworden für ein Fähnchen. Die ist in den Laden gegangen. Da gab es eine Riesenfahne und dann in dem Laden daneben, es war so eine ausgestorbene Straße gefühlt, in dem Laden daneben standen die im Schaufenster, der war aber zu. Und der Mann aus dem einen Laden hatte den Schlüssel für den anderen Laden und hat er uns den aufgeschlossen. Jetzt haben wir ein kleines Fähnchen. Hier sind gerade zwei richtig süße Hunde. Und der da schläft, der schnarcht. Jetzt hat er aufgehört. Oh, jetzt ist er wach geworden. Basti ist gerade in den Laden reingegangen und guckt, ob wir ein Fähnchen finden für unser Fahrrad. Mal sehen. Oh, die hüpfen über den Zaun. Okay. Ob das so gehört, wissen wir jetzt auch nicht. Die sind hier über den Zaun und unter der Leitplanke durch. Da, die brechen aus. Jammel. Und eine coole Frise haben sie auch. Oh, Hippie-Schaf. Tu dir nicht weh. Die sehen witzig aus. Redlocks. So wird Basti auch in ein paar Wochen aussehen. Sind hier einfach unter dem Zaun durchgehüpft. Verrückt. Wir liegen jetzt hier in Albanien im Zelt. Unsere erste Nacht. Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber da singt jemand. Das kommt von der Moschee. Und die fordern sozusagen zum Gebet auf. Vorhin war es ein Mann, jetzt ist es eine Frau. Gute Nacht, Musik ist das. Hallo, guten Mittag. Wir sind gestern in Albanien angekommen, gestern späten Nachmittag. Land Nummer 10. Haben uns auch direkt schon mal eine Flagge besorgt. Der Flaggenmast wird immer länger. Jedenfalls Grenzübergang von Montenegro nach Albanien, keine Probleme, alles super easy, alles einfach, Beamten waren sehr freundlich. Jetzt haben wir gestern die ersten Meter in Albanien gemacht, das waren so circa 10 Kilometer ungefähr. Ja, circa 10 Kilometer ungefähr. Man muss sagen, die Leute hier sind sehr, sehr gastfreundlich. Ständig wird uns zugewunken und zugerufen und wir werden gegrüßt und die Leute lächeln viel, also ziemlich nett alles hier, also sehr, sehr cool. Dann haben wir auf einem kleinen Feld, wo ein bisschen Wiese war, da haben wir dann einen Zeltplatz gefunden. Dazu ist noch anzumerken, in Albanien ist das Wildzelten auch offiziell erlaubt, solange man es nicht auf Privatgrundstück tut und da halt nur mit der Genehmigung des Besitzers, also quasi so wie in Deutschland, du legst dich nicht irgendwo bei jemandem im Vorgarten einfach mit dem Zelt hin. Und ansonsten sind gestern Abend dann auch von einem Bauern mit seiner Kuh überrascht worden als erstes. Da war nämlich, da waren halt da wo wir gezeltet haben, da ging ein kleiner Weg lang. Auf der anderen Seite des Weges war halt eine kleine Wiese, da waren ein paar Kühe und er hat die Kuh abgeholt und die eine Kuh ist halt direkt durchs Gebüsch durch bei uns auf die Wiese, weil sie das frische Gras haben wollte. Da war leckeres Klee. Ja, so Kleezeug, das wollte sie haben und er hat dann direkt, hat sie dann zurückgerufen, kam um die Ecke, hat uns dann gesehen, hat aber dann gewunken und gelächelt und schön gerufen und total nett. Und dann kam später am Abend nochmal, war das gleiche Spiel, nur mit Schafen. Als wir gerade duschen waren. Als wir gerade unsere Festivaldusche genießen wollten. Nackt auf dem Feld, haben geduscht im Mondschein, der Mond war ziemlich hell. Ja, war nämlich Vollmond die Nacht. Genau, und dann haben wir geduscht und auf einmal kam da die Schafherde an. Kam da eine Horde von Schafen auf die Wiese. Dann haben und wir wir so, das Handtuch ups, umgewickelt. schnell Handtuch um. Haben uns jetzt am Zelt. Ja, der Mann hat auch nur seine Schafe von der Wiese geholt und ist dann an uns vorbeigelaufen. Also Leute sind auch sehr, sehr freundlich hier, also keine Probleme. Dann heute Morgen
ja, gemütlich wie immer alles zusammengepackt, aufgestanden. Hatten sogar einen Wecker gehabt heute Morgen um 6 Uhr von der Moschee. Da war dann wieder hier Gebet und sowas gewesen. Ist eigentlich ziemlich lustig, wenn man so geweckt wird, also ganz entspannter Wecker. Ja, dann haben wir alles zusammengepackt, sind eine Runde gefahren, also weitergefahren und waren jetzt hier an einem Supermarkt, der hier im Hintergrund ist, haben dann hier uns was zu essen geholt, frisches albanisches Brot und ein bisschen was für Abendessen und so und haben dann jetzt hier gerade eben noch gefrühstückt und machen uns jetzt wieder also was gut ist, hier hinter uns direkt auch ist eine Toilette, da konnte man direkt unsere Wasservorräte am Waschbecken auffüllen, ist super klares Wasser, also ganz normales Leitungswasser, also keine Probleme. Und ja, jetzt fahren wir weiter. So, wir sitzen hier gerade an einer Schule und haben Pause gemacht und da kam jetzt eine Frau und hat uns gefragt, ob wir ein paar Früchte wollen. Jetzt hat sie uns eine riesen Tüte voll mit Obst und Gemüse gegeben, mit Weintrauben und Feigen und Tomaten und Gurken. Wow, das ist nett. Die sind alle richtig nett hier in Albanien. So eine schöne Landschaft. Ne? Sieht echt schön aus. Und was kann man da zu der Landschaft noch hinzufügen, damit es noch schöner ist? Essen! Lecker essen! Heute gibt's Nudeln! Mit einer lecker schmeckeren Soße. Irgendwo ist sie versteckt. Da. Ja, mit so einer Ricotta-Soße. Und ich habe frisch gewaschene Haare aus dem See. Nein, im Fluss. Im Fluss. Ja. So kann man doch kochen. Was für eine schöne Aussicht. Hier haben wir ein Schwein. Hallo Schwein. Wir mögen Schweine. Also nicht zum Essen, sondern wir mögen sie. Genau, das wollte ich sagen. Hier stehen auch überall Kühe und Ziegen und Schafe rum. Ziemlich lustig.
hallo. Wir sind in Albanien unterwegs und wie man sieht, bergig. Albanien hat ganz schön viele Berge, aber alles machbar. Und es wird heute noch ordentlich steil werden. Gucken, was uns erwartet. Ja, wir sitzen hier mitten im Nirgendwo in Albanien, in den Bergen. Aber es ist wunderschön. So viele hohe Bergketten um einen herum. So viele nette Leute. Und so viele nette Leute. Unglaublich. Ja, wir haben uns jetzt, nachdem wir jetzt die ganze Zeit wieder bergauf gefahren sind ja schon so circa 400 Höhenmeter, die wir gemacht haben. 350, 400 Höhenmeter, irgendwas dazwischen. Das ist noch nicht alles, wird noch einiges heute kommen, aber wir haben gedacht, jetzt hier ist eine schöne Stelle, wo man mal freien Blick hat auf die umliegende Umgebung, um die Berge und sowas. Und ja, ist schon sehr schön. Sehr schön. Ziemlich cool. Und von da ganz hinten unten irgendwo kamen wir. Heute Morgen sind wir da losgedüst. Und ganz viele LKWs hier. Also wirklich viele LKWs, aber jeder grüßt und jeder hupt und das macht echt Spaß. Und hält ganz viel Abstand. Also wir haben hier in Albanien noch kein Auto gesehen, was irgendwie dicht an uns gefahren ist. Also super hier Fahrrad zu fahren. Es wieder. Und so wird man hier die ganze Zeit begrüßt. Mit Hupen und Winken. Richtig toll. Die freuen sich immer, wenn die einen sehen. Sowas hat man nicht oft. So, wir haben einen richtig tollen Fluss gefunden, hier unten, wo wir auf der anderen Seite da hinten wieder hoch müssen. Und da hinten auf der anderen Seite ist Mazedonien, das ist nicht mehr weit. Und wir wollen morgen früh über die Grenze, deswegen wollen wir jetzt schauen, ob wir hier vielleicht am Fluss unten irgendwie unser Zelt aufstellen können. Das Problem ist aber, dass es ziemlich steil ist, auf so einem Sandweg. Mit Steinen hier und da kriegen wir auf keinen Fall das Fahrrad bepackt alleine hoch. Das heißt, man müsste, wenn die Räder einzeln hochschieben, das andere unten stehen lassen und dann eins hochschieben, hier gegen die Laterne stellen und dann halt das nächste holen. Das ist halt immer so eine Sache, weil man dann halt für
längere Zeit das Fahrrad unbeaufsichtigt an der Straße stehen lässt. Das ist mir manchmal nicht ganz so lieb. Und jetzt guckt Basti, ob wir da hinten vielleicht einen besseren Weg hochfinden, der nicht ganz so steil ist. Mal sehen. Wäre schon toll hier unten. Hi, wir haben einen schönen Zeltplatz wiedergefunden für unsere letzte Nacht in Albanien. Morgen überqueren wir die Grenze zu Mazedonien. Die ist genau in 2,5 Kilometer in diese Richtung. Wir haben jetzt hier unseren Zeltplatz in so einer Ecke, umgeben von 2 Mäuerchen. Und das ist unser Ausblick auf die Berge. Um uns herum überall Ortschaft. Und wir sind jetzt hier auf einem kleinen ehemaligen Weizenfeld, was geerntet wurde und anscheinend danach runtergebrannt. Wir machen hier überall immer wieder Feuerchen. Da hinten sieht man, da qualmt es auch. Das sieht man zwar nicht so auf der Kamera, aber das sieht aus, als würde da ganze Bäume brennen. Also um sich die Natur frei zu machen für Hausbau oder was auch immer, wird einfach alles abgebrannt. Dennoch haben wir noch einen schönen Zeltplatz gefunden und wie gesagt, morgen geht's morgen früh direkt nach Mazedonien. Und Albanien hat uns eigentlich ziemlich gut gefallen. Die Leute sind super nett und super gastfreundlich, also alles tippitoppi. Also ist eine Reise wert. Also auch für euch vielleicht mal drüber nachdenken. Jasmin sagt noch gerade, das Fahrradfahren macht Spaß. Jasmin richtet gerade unser Nachtlager her. Hallo. Es macht richtig Spaß, hier Fahrrad zu fahren. Ja, die Leute sind echt super freundlich und ja, hier hat das Reisen echt Spaß gemacht mit dem Fahrrad. Also kann man nur empfehlen. Daumen hoch, top. Albanien ist auf jeden Fall was für Radreisende. Ja, es gibt nichts Negatives, was wir über Albanien eigentlich sagen können. Gerade über die Albaner, also alle super freundlich. Mit dem Auto, wenn sie an uns vorbeigefahren sind, ausreichend, also wirklich viel Abstand gehalten, viel zugehupt und dann gewunken, gelächelt. Leute haben uns zugejubelt und echt super, hat super Spaß hier gemacht mit den Menschen. War eine schöne Erfahrung, das Land. Deswegen sind wir jetzt mal gespannt, wie es dann weitergeht in Mazedonien. Guten Morgen. Ja, wir haben unsere letzte Nacht in Albanien verbracht. Jetzt geht's Richtung Mazedonien. Wie schon gesagt, 2,6 Kilometer noch bis zur Grenze. Wir schieben jetzt unser Rad hier um die Mauer einmal rum. Da vorne kommt dann wieder die Straße. Und da fahren wir dann noch die 2,6 Kilometer geradeaus. Da fahren wir direkt auf die Grenze zu. Jasmin packt jetzt gerade noch ihr Fahrrad. Und dann geht's auch los. Und ja, dann geht's weiter mit Mazedonien. So, auch die Mazedonier haben uns reingelassen. Sehr nett sind die alle. Auch die Polizisten und so. Wir wurden schon öfters mal vorgenommen, einfach an der Schlange vorbei nach ganz vorne.